In den vorherigen Beiträgen haben wir uns mit dem Bau der DNA befasst und ihrer Rolle bei der Zellteilung und der Herstellung von Proteinen. Die menschliche Zelle hat über 20.000 Gene und nicht jede Zelle unseres Körpers ist gleich. Muskelzellen brauchen andere Proteine als Nervenzellen und so weiter. Es wäre ziemlich ineffizient, wenn alle Gene gleichzeitig in jeder Zelle exprimiert werden. Es muss also ein System vorhanden sein, dass Gene nur in den Zellen exprimiert werden, wo sie benötigt werden und auch zum richtigen Zeitpunkt. Dies wird mittels der Genregulation gesteuert. From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. Je früher die Zelle in den Prozess der Proteinsynthese angreift, umso weniger Energie und Aminosäuren verschwendet sie. Die Genexpression beginnt am Promotor, wo die RNA-Polymerase bindet und dann mit der Transkription beginnt. Dabei ist festzuhalten, dass in einer beliebigen Zelle zu einem beliebigen Zeitpunkt niemals alle Promotoren gleichzeitig aktiv sind. Das deutet darauf hin, dass die Transkription von Genen selektiv erfolgen muss. Bei der Entscheidung, welche Gene zu aktivieren sind, wirken zwei Arten von regulatorischen Proteinen mit, die an die DNA binden: Repressorproteine und Aktivatorproteine. Beide binden an den Promotor und regulieren dadurch das Gen. Bei der negativen Regulation verhindert die Bindung des Repressorproteins an die DNA die Transkription. Bei der positiven Regulation bindet ein Aktivatorprotein an die DNA und stimuliert dadurch die Transkription. Genregulation bei Prokaryoten. Die ersten Erkenntnisse der Genregulation wurden bei Bakterien untersucht, vor allem bei Escherichia coli. Als normaler Bewohner des menschlichen Darms muss es sich an schnelle Veränderungen seiner chemischen Umgebung anpassen. Der Wirt kann die Bakterien im stündlichen Wechsel mit andersartigen Nährstoffen konfrontieren. Solche Veränderungen der Nährstoffe stellen spezifische Anforderungen an den Stoffwechsel des Bakteriums. Glucose ist die von ihm bevorzugte Energiequelle. Dieser Zucker lässt sich am einfachsten umsetzen. Fehlt Glucose als Nährstoff, kann das Kolibakterium Laktose verdauen. Damit aber die Laktose von Kolibakterien aufgenommen und verarbeitet werden kann, sind 3 Enzyme erforderlich. Das Bakterium verschwendet keine Energie, diese Proteine zu bilden, wenn im Wachstumsmedium keine Laktose vorhanden ist. Diese Proteine werden nur hergestellt, wenn Laktose für den Stoffwechsel verfügbar ist. Wie schafft es das Bakterium, die Gene für die laktoseabbauenden Enzyme zu aktivieren? Dies wird mit dem sogenannten Lac-Operon-Modell erklärt. Dieses besteht aus dem Promotor als der Stelle, an der die RNA-Polymerase bindet. Der zweite Bestandteil ist der Operator. Dies ist quasi gesehen der Schalter für die Genaktivität. Am Operator-Sequenzabschnitt findet sich eine Bindungsstelle für das Regulatorprotein. Die Transkription durch die RNA-Polymerase kann durch diese Blockade verhindert werden. Der dritte Bestandteil sind die Strukturgene, im Falle des Lac-Operons die 3 Enzyme zum Abbau der Laktose. Die Strukturgene werden als LAC-Z, LAC-Y und LAC-A bezeichnet. Für die eigentliche Regulation verantwortlich ist das Regulator- bzw. Repressorprotein R. Das Gen für den Repressor, LAC-I, liegt außerhalb des Lac-Operons. Wenn der Repressor am Operator des Lac-Operons gebunden ist, wird die Transkription blockiert. Das Lac-Operon wird durch das Substrat Laktose aktiviert. Man spricht von Substratinduktion. Das Repressorprotein enthält 2 Bindungsstellen, eine für den Operator und eine für den Induktor. Das äußere Signal aus der Umgebung, welches das Lac-Operon von Kolibakterien induziert, ist Laktose. Der eigentliche Induktor ist jedoch Allolaktose, ein Molekül, das aus Laktose gebildet wird, sobald Laktose in die Bakterienzelle gelangt. Ist der Induktor nicht vorhanden, bindet das Repressorprotein an den Operator.
Dadurch kann die RNA-Polymerase nicht an den Promotor binden und das Operon wird nicht transkribiert. Sobald der Induktor vorhanden ist, bindet er an den Repressor und verändert dessen Konformation. Diese Änderung der dreidimensionalen Struktur des Repressors verhindert, dass dieser an den Operator bindet. Dadurch kann die RNA-Polymerase an den Promotor binden und mit der Transkription der Strukturgene beginnen. Also, das Vorhandensein von Laktose unterdrückt den Repressor, der nicht an den Operator binden kann, und ermöglicht das Ablesen der Strukturgene. Man bezeichnet dies als Substratinduktion. Neben der Substratinduktion gibt es auch die Endproduktrepression. Hier bindet ein Stoffwechselprodukt an ein regulatorisches Protein, das dann an den Operator binden kann und die Transkription blockiert. Ein Beispiel dafür ist das Operon, dessen Strukturgene die Synthese der Aminosäure Tryptophan katalysieren. Wenn Tryptophan in der Zelle in ausreichender Konzentration vorkommt, ist es ökonomisch, die Produktion der Enzyme für die Tryptophansynthese abzuschalten. Dafür verwendet die Zelle einen Repressor, der an den Operator im Tryptophan-Operon bindet. Aber der Repressor des Tryptophan-Operons ist normalerweise nicht an den Operator gebunden. Er bindet sich nur, wenn seine Struktur durch die Bindung mit Tryptophan verändert. Genregulation bei Eukaryoten. Untersuchungen der Genregulation bei Bakterien haben dessen Grundlagen entschlüsselt. Bei Eukaryoten und insbesondere bei mehrzelligen Lebewesen ist die Genregulation um einiges komplexer. Zum einen ist das Genom selbst komplexer und zum anderen gibt es verschiedene Zelltypen mit verschiedenen Aufgaben, damit Genexpressionen. Bei Eukaryoten spielen die Transkriptionsfaktoren eine sehr wichtige Rolle. Eukaryoten nutzen für die Transkription ebenfalls eine RNA-Polymerase. Es gibt jedoch in eukaryotischen Zellen hiervon 3 verschiedene: RNA-Polymerase 1, 2 und 3. Typ 1 transkribiert die rRNA, Typ 3 die tRNA und weitere RNAs und Typ 2 die mRNA. Die RNA-Polymerase 2 kann jedoch nicht an DNA binden und selbstständig mit der Transkription beginnen. In Eukaryoten muss eine Reihe von Proteinen, sogenannte Transkriptionsfaktoren, an einen Promotor binden, bevor die RNA-Polymerase 2 die Transkription initiieren kann. Der erste Transkriptionsfaktor, der bindet, wurde TF2D genannt. TF2D bindet an eine Region des Promotors, die als Tata-Box bezeichnet wird und die Sequenz von TA-TA enthält. Die Tata-Box ist diejenige Stelle, an der die DNA anfängt zu denaturieren, sodass der Matrizenstrang zugänglich wird. Nach der TF2D-Bindung binden eine Reihe anderer Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase 2 an einen Initiationskomplex. Regulatorische DNA-Sequenzen wie die Tata-Box kommen in den Promotoren von zahlreichen eukaryotischen Genen vor. Sie werden von Transkriptionsfaktoren erkannt, die in allen Zellen eines Organismus vorhanden sind. Andere regulatorische Sequenzen kommen nur in wenigen Genen vor und werden von spezifischen Transkriptionsfaktoren erkannt. Diese Faktoren kommen möglicherweise nur in bestimmten Zelltypen oder in bestimmten Phasen des Zellzyklus vor, oder sie werden nur als Reaktion auf Signale in der Zelle oder aus der Umgebung über Signalwege aktiviert. Im Promotor kann sich zum Beispiel eine DNA-Region befinden, die an Regulatorproteine binden kann. Ein Regulatorprotein bindet an die Regulatorregion und an den Transkriptionsinitiationskomplex und aktiviert ihn dadurch. Einige regulatorische DNA-Sequenzen sind positive Elemente, die man als Enhancer bezeichnet. An sie binden Transkriptionsfaktoren, die entweder die Transkription aktivieren oder die Transkriptionsrate erhöhen. Andere regulatorische Elemente sind Silencer. Sie binden an Faktoren, die die Transkription unterdrücken. Die meisten regulatorischen Elemente, die für die korrekte Expression eines Gens erforderlich sind, liegen innerhalb weniger 100 Basenpaare stromaufwärts des Transkriptionsstartpunkts.
So enthält beispielsweise der Promotor des Albumin-Gens der Maus die gesamte Information, die für die spezifische Expression des Gens in Leberzellen notwendig ist, innerhalb von 170 Basenpaaren stromaufwärts des Transkriptionsstartpunkts. Einige regulatorische Elemente können aber durchaus Tausende von Basenpaaren entfernt liegen und die Expression von mehreren nahe beieinander liegenden Genen beeinflussen. Wenn Transkriptionsfaktoren an diese Elemente binden, treten sie mit dem RNA-Polymerasekomplex in Wechselwirkung und verursachen eine Krümmung der DNA. Die Kombination aus der Bindung von Transkriptionsfaktoren an ein Gen bestimmt die Transkriptionsrate. So enthält beispielsweise ein unreifes rotes Blutkörperchen, also Erythrozyt, im Knochenmark große Mengen an Beta-Globin. In diesen Zellen wirken mindestens 13 verschiedene Transkriptionsfaktoren bei der Regulation der Transkription des Beta-Globin-Gens mit. Nicht all diese Faktoren sind in anderen Zellen aktiv oder überhaupt vorhanden, beispielsweise in unreifen weißen Blutkörperchen, den Leukozyten, die vom selben Knochenmark produziert werden. Das führt dazu, dass das Beta-Globin-Gen in diesen Zellen nicht exprimiert wird. Es sind zwar in allen Zellen die gleichen Gene vorhanden, aber der Werdegang einer Zelle wird dadurch bestimmt, welche Gene sie wann exprimiert. Aber wie erkennen Transkriptionsfaktoren spezifische DNA-Sequenzen? Transkriptionsfaktoren haben spezifische Domänen, die an die DNA binden können. In diesen Proteindomänen gibt es mehrere allgemeine Strukturmotive, die an die DNA binden. Diese bestehen aus verschiedenen Kombinationen von Sekundärstrukturen. Sie können auch besondere Komponenten wie Zink enthalten. Eines der allgemeinen Strukturmotive in DNA-bindenden Domänen ist das Helix-Turn-Helix-Motiv. Die in der großen DNA-Furche liegende Erkennungshelix tritt mit den DNA-Basen sequenzspezifisch in Wechselwirkung. Die im rechten Winkel dazu nach außen zeigende Helix interagiert mit dem Zuckerphosphatrückgrat, wodurch sichergestellt ist, dass die innere Helix in der richtigen Orientierung mit den Basen in Kontakt tritt. Wie wir bereits wissen, bilden die komplementären Basen der DNA Wasserstoffbrücken untereinander. Sie können aber auch zusätzliche Wasserstoffbrücken mit Proteinen bilden. Auf diese Weise kann die intakte DNA-Doppelhelix von einem Proteinmotiv erkannt werden, dessen Struktur in die große oder kleine Furche hineinpasst und Aminosäuren enthält, die in das Innere der Doppelhelix hineinragen können, sowie weitere Aminosäuren, die mit den innenliegenden Basen Wasserstoffbrücken bilden können. Epigenetik. Die Genregulation hört bei Transkriptionsfaktoren keineswegs auf. Immer wichtiger werden die Erkenntnisse der Epigenetik. In der Mitte des 20. Jahrhunderts formte der Entwicklungsbiologe Conrad Weddington den Begriff Epigenetik. Diese definierte er als den Zweig der Biologie, der sich mit den kausalen Wechselwirkungen zwischen Genen und ihren Produkten beschäftigt, die den Phänotyp hervorbringen. Heute definiert man die Epigenetik spezifischer und meint damit die Veränderung der Genexpression, die ohne eine Veränderung der DNA-Sequenz erfolgt. Diese Veränderungen sind reversibel, manchmal aber stabil und in die nächste Generation vererbbar. Die zwei bekanntesten Formen der epigenetischen Prozesse sind DNA-Methylierung und Histonmodifikation. Abhängig vom Organismus werden in der DNA 1-5% der Zytosine durch das Anhängen einer Methylgruppe, also CH3, zu 5-Methylcytosin modifiziert. Diese kovalente Bindung wird von dem Enzym DNA-Methyltransferase katalysiert und tritt bei Säugern im Allgemeinen bei solchen Zytosinen auf, die in der Sequenz stromaufwärts neben einem Guanin liegen. Diese DNA-Region bezeichnet man als CpG-Inseln. Sie kommen vor allem in Promotoren häufig vor. Diese kovalente Veränderung der DNA ist
während der Mitose erblich. Wenn die DNA repliziert wird, katalysiert eine besondere Methyltransferase die Bildung von 5-Methylcytosin im neuen DNA-Strang. Dieses Enzym führt also Wartungsarbeiten durch, indem es dort, wo ein DNA-Strang Methylcytosin enthält, nach dessen Replikation die Methylierung kopiert. Man spricht hier deshalb von Maintenance-Enzymen, also Wartungsenzymen. Das Muster der Cytosin-Methylierung kann sich auch ändern, da die Methylierung reversibel ist. Ein drittes Enzym, die Demethylase, katalysiert das Entfernen der Methylgruppe von Cytosin. Welche Auswirkung hat die DNA-Methylierung? Während der Replikation und der Transkription verhält sich 5-Methylcytosin wie das nicht methylierte Cytosin. Es bildet Basenpaare mit Guanin. Aber zusätzliche Methylgruppen in einem Promotor rekrutieren weitere Proteine, die an die methylierte DNA binden. Diese Proteine sind generell an der Repression der Gentranskription beteiligt. Stark methylierte Gene sind in der Tendenz inaktiver. Diese Art der genetischen Regulation ist epigenetisch, da Genexpressionsmuster ohne Veränderung der DNA-Sequenz, also ohne Mutationen, beeinflusst werden. Die DNA-Methylierung ist für die Entwicklung vom Ei zum Embryo von Bedeutung. Wenn beispielsweise ein Spermienzellkern eines Säugers in eine Eizelle eindringt, werden zuerst im männlichen, danach im weiblichen Genom zahlreiche Gene demethyliert. Viele Gene, die also normalerweise inaktiv sind, werden während der frühen Entwicklungsphase exprimiert. Während sich der Embryo entwickelt und sich seine Zellen spezialisieren, werden Gene, deren Produkte für bestimmte Zelltypen nicht mehr notwendig sind, methyliert. Diese methylierten Gene sind stillgelegt, ihre Transkription ist reprimiert. Ungewöhnliche oder anormale Ereignisse können jedoch stillgelegte Gene wieder einschalten. Ein weiterer Mechanismus für die epigenetische Genregulation ist die Veränderung der Chromatinstruktur, auch als Chromatin-Remodeling bezeichnet. Wie wir erfahren haben, ist die DNA mit Histonproteinen zu Nukleosomen verpackt, sodass die DNA für die RNA-Polymerase und den übrigen Transkriptionsapparat unzugänglich ist. Jedes Histonprotein enthält an seinem N-Terminus einen Schwanz aus etwa 20 Aminosäuren, die aus der kompakten Struktur herausragt und an bestimmten Positionen positiv geladene Aminosäuren besitzt, vor allem Lysin. Normalerweise besteht zwischen positiv geladenen Histonproteinen und der DNA, die aufgrund ihrer Phosphatgruppen negativ geladen ist, eine starke ionische Anziehungskraft. Jedoch können Enzyme mit der Bezeichnung Acetyltransferasen an diesen positiv geladenen Aminosäuren Acetylgruppen befestigen, sodass sich die Ladung verändert. Das ist die Histonacetylierung. Wenn die positive Ladung an den Histonschwänzen verringert wird, nimmt auch die Affinität der Histone für die DNA ab, sodass sich die kompakten Nukleosomen öffnen. Weitere Chromatin-Remodeling-Proteine können an die gelockerten Histon-DNA-Komplexe binden. So wird die DNA für die Genexpression geöffnet. Histonacetyltransferasen können also die Transkription aktivieren. Ein weiterer Typ von Remodeling-Proteinen sind die Histon-Deacetylasen. Sie können Acetylgruppen von Histonen entfernen und reprimieren so die Transkription. Acetylierung ist nicht die einzige Form der Modifikation von Histonen, durch den die Genaktivierung und die Genexpression beeinflusst werden. So hängt beispielsweise die Histonmethylierung, die man nicht mit der Methylierung der DNA verwechseln sollte, mit der Inaktivierung von Genen zusammen. Auch die Histonphosphorylierung beeinflusst die Genexpression. Die spezifische Wirkung hängt davon ab, welche Aminosäure modifiziert wird. All diese Effekte sind reversibel, sodass die Aktivität eines eukaryotischen Gens durch sehr komplexe Muster der Histonmodifikation bestimmt sein kann. Epigenetische Veränderungen werden zum Beispiel durch Umweltfaktoren beeinflusst. Zum Beispiel besteht ein Bienenstaat aus verschiedenen Kasten. Wir haben zum Beispiel die unfruchtbaren Arbeiterbienen, fruchtbare Königinnen und so weiter.
Was bestimmt aber, ob aus einer Bienenlarve eine Königin oder eine Arbeiterin wird? Sicherlich nicht die Erbfolge der DNA, denn weibliche Honigbienen besitzen alle eine sehr ähnliche genetische Ausstattung. Während des Larvenstadiums füttern die Arbeiterinnen jedoch bestimmte Weibchen im Bienenstock mit Gelée Royale, das eine proteinreiche Substanz ist, wodurch sich bei zahlreichen Genen die Expression ändert. Die jungen Königinnen werden so viel größer als die Arbeiterinnen und werden auch geschlechtsreif. Epigenetische Veränderungen sind zwar reversibel, aber viele dieser Veränderungen, etwa die DNA-Methylierung und Histonacetylierung, können die Genexpressionsmuster in einer Zelle dauerhaft verändern. Lange Zeit ging man davon aus, dass diese epigenetischen Veränderungen nicht auf die Keimzellen übertragen werden, denn ein Großteil der epigenetischen Marker werden bei der Bildung von Keimzellen während der Meiose wieder gelöscht, teilweise neu geordnet. Mittlerweile ist aber bekannt, dass einige epigenetische Marker und Veränderungen auch in den Keimzellen vorhanden bleiben oder neu entstehen und zumindest auch über einige Generationen stabil bleiben. Dieses Feld der Vererbung erworbener Eigenschaften ist ziemlich spannend und liefert sicherlich Material für genügend weitere Beiträge. Doch die Genregulation hat hier immer noch kein Ende. 2 weitere Prozesse sollen noch vorgestellt werden, die nach der Transkription stattfinden: das alternative Splicen und die RNA-Interferenz. Im Beitrag zur Proteinbiosynthese haben wir gelernt, dass Gene in Introns und Exons geteilt sind. Nach der Transkription werden die Introns aus der Prä-mRNA ausgeschnitten und die Exons, die die Information für die Aminosäurenabfolge haben, zusammengefügt. Eine Variation dieses Vorgangs wird als alternatives Splicen bezeichnet. Das funktioniert nach folgendem Prinzip. Nehmen wir mal an, ein Gen besteht aus 5 Exons und 4 dazwischen liegenden Introns. Beim Splicen würden die 4 Introns ausgeschnitten werden, sodass die 5 Exons übrig bleiben. Beim normalen Splicen würden die Exons in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 5 hintereinander zusammengefügt werden. Beim alternativen Splicen können die Exons jedoch unterschiedlich kombiniert werden. So wäre eine Reihenfolge der Exons 5, 1, 4, 2, 3 möglich. Es wäre aber auch denkbar, dass nicht alle Exons verwendet werden würden. Zum Beispiel würde ein Genprodukt nur die Exone 1, 2 und 3 benötigen. Dieses alternative Splicen ermöglicht, dass wir zwar nur 20.000 Gene haben, aber dennoch wesentlich mehr Proteine bilden können. Hierbei handelt es sich aber um einen zielgerichteten Vorgang, das sowohl durch regulatorische Elemente in der RNA-Sequenz an die spezifische Proteine binden, als auch durch Sekundärstrukturen reguliert wird, die sich mittels Hybridisierung von Nukleotiden mit einzelsträngigen RNA-Molekülen bilden. Wie aktuelle Untersuchungen zeigen, unterliegt etwa die Hälfte aller menschlichen Gene einem alternativen Splicen. Mithilfe des alternativen Splicens lassen sich möglicherweise auch unterschiedliche Komplexitätsniveaus von Lebewesen erklären. Obwohl beispielsweise die Genome von Mensch und Schimpanse etwa gleich groß sind, kommt es im menschlichen Gehirn zu mehr alternativen Splice-Vorgängen als beim Schimpansen. Wir haben verschiedene Typen der RNA kennengelernt: mRNA, tRNA und die rRNA. Es gibt jedoch eine Reihe weiterer RNA-Moleküle, die teilweise von den nicht proteinkodierenden DNA-Sequenzen exprimiert werden. Die RNA-Produkte dieser Region sind häufig sehr klein und deshalb schwer nachzuweisen. Man bezeichnet die winzigen RNA-Moleküle bei Prokaryoten und Eukaryoten als MikroRNA oder kurz miRNA. Die internationale miRNA-Datenbank miRBase hatte im Frühjahr 2018 rund 30.000 Einträge, davon bezogen sich etwa 2.660 auf das menschliche Genom. Diese MikroRNAs sind etwa 22 Basen lang und es gibt für jede mehrere Ziel-mRNAs. MikroRNAs werden in Form längerer Vorstufen transkribiert, die sich zu doppelsträngigen mRNA-Molekülen falten und dann durch eine Reihe von Reaktionsschritten zu einzelsträngigen MikroRNAs prozessiert werden.
Ein Proteinkomplex lenkt die MikroRNAs zu ihrer Ziel-mRNA, wo die Translation blockiert wird. Diese bemerkenswerte Konservierung des MikroRNAs vermittelten Gen-Silencing deutet darauf hin, dass es sich um einen evolutionär sehr alten Mechanismus von großer biologischer Bedeutung handelt. Neben den kleinen MikroRNAs gibt es noch eine weitere Art von RNA-Molekülen, die auf ähnliche Weise wirken: kleine interferierende RNAs oder auch die Small Interfering RNAs, siRNAs. Diese treten häufig bei Virusinfektionen auf, wenn zwei komplementäre Stränge eines Virusgenoms transkribiert werden. Dabei entstehen große doppelsträngige RNAs, die dann im Fall wie der MikroRNA in kürzere einzelsträngige Sequenzen umgewandelt werden. Diese binden an die Ziel-RNA und versuchen deren Abbau. Kleine interferierende RNAs leiten sich auch aus Transposon-Sequenzen ab, die in den Genomen der Eukaryoten weit verbreitet sind. Demnach hat sich wahrscheinlich das Abschalten von Genen durch kleine interferierende RNAs in der Evolution als Abwehrmechanismus gegen die Translation von Virus- und Transposon-Sequenzen entwickelt. MikroRNAs und kleine interferierende RNAs sind ähnliche Moleküle, die von den gleichen zellulären Enzymen prozessiert werden. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied. MikroRNAs werden von DNA-Sequenzen synthetisiert, die von den Zielsequenzen getrennt sind, während die kleinen interferierenden RNAs gegen die Sequenz gerichtet sind, aus der sie stammen. Die Bildung einer mRNA führt übrigens nicht automatisch zur Translation. Oft wird wesentlich mehr RNA gebildet, als Proteine tatsächlich vorhanden sind. Auch der umgekehrte Fall kann eintreten. Es gibt mehr Proteine als mRNA. Es gibt also Prozesse in der Zelle, die die Translation regulieren, sowie die Verweildauer eines Proteins in der Zelle. Es gibt eine Reihe verschiedener Mechanismen, durch welche die Translation der mRNA reguliert werden kann. Zum einen kann die Translation durch MikroRNAs und kleine interferierende RNAs blockiert werden. Zum anderen kann die Cap-Struktur der RNA beeinflusst werden. Dies ist ein chemisch modifiziertes Guanosin-Triphosphat. Dadurch wird später bei der Translation die Bindung der mRNA an das Ribosom unterstützt und die mRNA ist vor einem Abbau geschützt. Eine mRNA, die ein nicht modifiziertes GTP-Molekül als Cap-Struktur enthält, wird nicht translatiert. In einem anderen System blockieren Repressorproteine die Translation direkt. So bindet beispielsweise das Protein Ferritin in Säugetierzellen freie Eisen-2-Ionen. Wenn Eisen im Überschuss vorhanden ist, nimmt die Ferritin-Synthese erheblich zu, aber die Menge der Ferritin-mRNA bleibt konstant. Offenbar ist die Zunahme der Ferritin-Synthese auf eine erhöhte Translationsrate der mRNA zurückzuführen. Wenn der Eisenspiegel in einer Zelle gering ist, bindet ein Repressorprotein der Translation an die nicht kodierende 5'-Region der Ferritin-mRNA und hemmt die Translation, indem es die Bindung an das Ribosom verhindert. Wenn der Eisenspiegel steigt, bindet ein Teil der überschüssigen Eisenionen an den Repressor, dessen dreidimensionale Struktur sich daraufhin ändert, sodass er sich von der mRNA ablöst und die Translation voranschreiten kann. Wir wissen nun über einige Mechanismen der Genregulation Bescheid und es gibt da sicherlich noch viele andere. Es konnte gezeigt werden, dass die Genexpression von äußeren Faktoren abhängt. Aber wie kommen diese äußeren Reize zum einen an die Zelle und zum anderen an die entsprechenden Gene? Sowas wird mittels der Zellkommunikation geklärt. Die schauen wir uns im nächsten Video an.